Ich denke, beim Analogfotografieren erwartet mich vor allem sehr viel Vorstellungskraft, die ich haben muss. Ich habe ein bisschen Angst, dass ich nicht wirklich damit klarkomme, weil alles, was ich bis jetzt gelernt habe, ist halt, ich sehe das finale Produkt am Ende. Und nicht, ich muss noch einen Umschritt in meinem Kopf machen, um überhaupt diese ganzen Belichtungszahlen richtig einzugeben. Ich weiß, dass es Film gibt und ich weiß, dass es einen total tollen Laden hier in Berlin gibt, wo es Menschen gibt, die wissen, was es für Film gibt. Und dann kann ich sagen, ich würde keinen Film haben. Und dann sagen die mir, was toller Film ist. Ja, das ist so mein Wissen zu Film. Moin, ich bin der Fridtjof und ich probiere zum ersten Mal analoge Fotografie. Meine erste Kamera war eine Digitalkamera und seitdem habe ich nur mit Digitalkameras fotografiert. Wenn ich rausgehe mit meiner Digitalkamera und einfach fotografiere, dann halte ich halt drauf und drücke mal ein bisschen ab und dann, wenn da was dabei ist, dann Glück gehabt. Aber jetzt beim Analogfotografieren, ich habe halt nur 8 Bilder auf der Kamera. Ich muss mir halt wirklich vorher Gedanken machen um die Komposition. Ich muss da stehen. Ich denke mal, ich werde so die meiste Zeit damit verbringen, halt ein Bild einzurichten und dann zu merken, dass ich es doch kacke finde und doch nicht abdrücken. Und ja, ich bin mal gespannt, wie lange ich brauche, bis ich das erste Bild geschafft habe. Ich habe mir vorher schon einmal kurz die Kamera angeschaut. Das Interessanteste dabei hier ist die Art, wie man durch den Sucher guckt. Normalerweise würde man ja sich eine Kamera so vors Gesicht halten, aber bei der Mittelformatfotografie guckt man oben durch. Wir haben hier so eine Lupe. Damit kann man dann richtig fokussieren, wenn man da durchschaut. Aber man hat eine krasse Vignette dadurch, weil das halt einfach eine Lupe in der Mitte ist und der Rest ist halt einfach schwarz. Und zum Fokussieren gibt es hier an der Seite so ein Rad. Und da kann man drehen und dann wird einfach die ganze Linse nach vorne bewegt. Wir haben hier an der Seite so ein Rad zum Kurbeln. Damit macht man, dass das nächste Bild belichtet werden kann. Ich bin mir relativ sicher, dass ich mindestens 1 bis 2 Bilder verkacken werde, aber das ist ja die Idee dahinter. Das ist dieser Lernprozess, den man nur hinbekommt, indem man es einfach macht. Ich habe ein bisschen Angst, dass ich mich jetzt total selbst überschätze, aber ich habe halt einfach ein gesundes Selbstbewusstsein und glaube, dass das super wird. Moin, ich hätte gern Mittelformat. Okay, hast du schon mal mit Kleinbild fotografiert und Ja. kennst ein paar Filme daher? Mit Kleinbild habe ich schon mal fotografiert, aber ja. Weil wir jetzt Winter haben, also fast Winter, würde ich sagen, solltest du einen 400er oder sogar einen 800er nehmen. Mit dem 800er bist du flexibel, kannst du auch noch dann zur blauen Stunde, wenn die Lichter angehen, fotografieren. Ein 400er ist wirklich dann was für Tageslicht. Da haben wir zum Beispiel von Lenovo jeweils eine Dreierpackung, 400er und 800er. Das ist ein bisschen billiger als der edle Portra von Kodak. Ja, dann würde ich, glaube ich, einmal den 800er nehmen. Und was jetzt? Ja. Okay, wie geht das jetzt auf? Hier ist ein Pfeil. Es bewegt sich was. Logistisch. Holy fuck, was gerade passiert? Ich glaube, der ist kaputt, oder? Ja, das sieht nicht gut aus.
Ja, das war ein teurer Fehler. Jetzt habe ich den Film noch in der Hand behalten, weil den darf ich nicht loslassen. Ich muss den hier irgendwie reinbekommen. Jetzt drehen, glaube ich. Was? Okay, so nicht. Ja, ist hängt drin. Also. Film hier rein. So. Bis drauf. Oh, jetzt habe ich das hier in der Hand. Was ist hier passiert? Okay. Nummer 2. Letzter Film. 3 gekauft, 2 verbrannt. Naja. Okay. Also, was hat der Typ gesagt? Durch. Oder so. Ja. Nee. Ist zu weit durch. Ja. Kurze Luftpause. Einmal durchatmen. Es sah so einfach aus. So. So. Und jetzt drehen wir so lange, bis hier die 1 kommt. Ist von 1? Fertig. So schwer war es gar nicht. Also bei den ersten paar Bildern war ich noch sehr unsicher. Aber dann so nach der Zeit habe ich mir gedacht, ja, okay, das könnte was werden. Aber beim Bundestag direkt dachte ich mir schon so, Das Erste, was ich gemacht habe, war mit dem Belichtungsmesser umgehen. Und ja, eine Punktmessung heißt halt, der Punkt da ist richtig. Und wie weiß, wie der Rest vom Bild aussieht. Ne? Eventuell wollte ich beim Brandenburger Tor auslösen und das hat nicht funktioniert, weil ich den Film nicht weiter drehen konnte. Das hat irgendwie geklemmt. Und dann war ich völlig lost und auch nach mehreren Google-Versuchen hat das irgendwie nicht, ging halt nicht. Und dann habe ich den Joker gezogen und den Yannick gefragt, weil der schon ein bisschen mehr Ahnung von analoger Fotografie hat als ich, ob wir das gelöst bekommen. Und er hat dann eine Doppelbelichtung gemacht mit der Kappe drauf vom ersten Bild. Keine Ahnung, warum das nicht funktioniert hat, aber ja, also ich bin mal gespannt, was aus den ersten beiden Bildern geworden ist. Beim alten Museum habe ich halt den ersten Shot verkackt, weil die Kamera viel zu hell eingestellt war. Ich habe die Belichtungszeit nicht umgestellt. Ich muss das Bild nochmal machen. Kacke.
Mein erster Gedanke war, ich möchte gerne ein Bild vom Tempelhofer Flughafen haben. So ein ganzes, so wo der ganze Flughafen drauf ist. Der ist aber schon ziemlich groß und auch nachdem wir ganz bis nach hinten gelaufen sind, was schon ein ganzes Stück dauert, wenn man vorne anfängt, war der immer noch zu groß, um aufs Bild drauf zu kommen und da war ich so ein bisschen kacke. Was mache ich denn jetzt? Aber dann lief da so eine Person lang mit einer richtig coolen Mütze und da habe ich mir gedacht, weißt du was, fragst sie einfach mal, ob du ein Bild von der machen kannst und dann bin ich hingelaufen und habe sie gefragt und die war so, boah, voll nice, ja klar, mach Bild von mir und dann habe ich halt ein Bild von der gemacht. Für mich war das letzte Bild besonders, weil ich mir gedacht habe, ich wollte schon immer mal diesen Effekt kreieren, der ein Mittelformat hat. Man sieht eine ganze Person, aber die Tiefenschärfe ist trotzdem da. Und das habe ich gemacht, weil zufälligerweise Yannick gerade vor mir stand, wie er mich gefilmt hat. Und das sah halt gerade cool aus. Und dann meinte ich zu ihm, weißt du was, das wird jetzt mein letztes Bild. Ist nicht ganz mittig. Bisschen Licht am Rand. Aber dafür, dass das Bild... Also es haut mich nicht um, aber es sieht besser aus, als ich dachte. Es ist so blau. Interessante Filmfarben. Es sieht so alt aus, ne? Ja, die nervigen Menschen sind da. Bei dem Bild hatte ich wirklich Probleme mit Menschen. Also da waren Stände, es sah cool aus und dann kamen Menschen rein und die standen da einfach und die standen da halt so ein bisschen kacke im Bild. Aber auch, es ist gut belichtet dafür. Na, ist vielleicht ein bisschen zu hell, also der Himmel brennt ein bisschen weg. Aber es ist nicht überbelichtet. Nice, nice. Ja. Also, sieht nicht so aus, wie ich es gern hätte, aber es ist richtig belichtet. Es ist Kunst. Es ist Kunst. Interessant, dass das so rot ist. Aber der Alex sieht richtig cool aus mit den Wolken. Musste noch ein bisschen... Es ist halt auch wieder ein bisschen schräg, muss ich jetzt fairerweise zugeben. Ich sehe ein Muster hier, ist alles ein bisschen schräg. Weil hier vorne ist auch ein bisschen unscharf, glaube ich, oder? Ich muss sagen, das Verwackeln ist so ein Ding. Es ist richtig belichtet. Beim nächsten Bild hoffe ich, dass der Zug da drauf ist, weil das sah cool aus. Ich weiß nicht ganz, ob ich es lieber hätte, dass der Zug eingefroren ist oder dass er unscharf ist. Ich glaube, in meinem Kopf hätte ich ihn lieber eingefroren, aber... Also ich bin zufrieden mit dem Bild, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist das erste Bild, wo ich sage, ja, das könnte ich so stehen lassen. Es ist heller, als ich erwartet hätte. Ja, bisschen unscharf vielleicht. Aber es ist gerade. Gerade so gerade. Fast mittig. Ja. Aber die Perspektive ist genauso die ich haben wollte. Wenn man jetzt noch mit Photoshop die ein, zwei Personen rausholt. Aber eigentlich hätte ich gern so, da wo die beiden Personen jetzt in der Mitte stehen, so eine Person stehen gehabt, die halt da so mittig steht und so zur Kamera guckt. Und sonst niemanden. Das wäre ein cooles Motiv gewesen. Muss ich nochmal machen, wenn da keine Menschen sind. Und ich eine Person habe, die ich hinstellen kann und sagen kann, bleib da stehen und guck mich an und sehe schön aus. Ich gehe davon aus, dass das Bild schlecht ist. Also ich wäre jetzt überrascht, wenn das nicht schlecht wäre. Was? Was? Ich habe das so überbelichtet. Wieso sieht das so gut aus? Ich bin mit der Kamera auch noch so... Ich war gar nicht zufrieden beim Fotografieren. Jetzt habe ich das gleiche Bild zweimal. Ich würde jetzt sagen, das nächste Bild müsste eigentlich besser sein, weil da habe ich richtig belichtet oder halt gefühlt richtig belichtet.
Und ich bin nicht verwackelt. Also ich glaube, das nicht verwackeln, das könnte noch einen Teil ausmachen, dass es vielleicht irgendwo ein bisschen schärfer ist oder so. Ja. Ja. Das kommt bei mir an die Wand, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich finde das toll. Das ist genau das, was ich haben wollte. Das ist der Spiegelung hier, das spiegelt sich. So schön scharf. Auf das Bild bin ich gespannt. Weil, wenn ich Pech habe, fragt die mich, ob sie es haben kann. Ich kann mich nicht mehr daran erinnern, wie das Bild aussah. Ich weiß, dass ich zu dem Moment ein cooles Gefühl hatte. Aber ich könnte mir vorstellen, dass ich sie ein bisschen beschissen geframed habe. Und ich weiß noch, als ich das Bild gemacht habe, hatte ich gerade diesen Reflex, so halt wie bei einer Digitalkamera drauf zu gucken, um das Bild anzuschauen, um zu gucken, ob ich noch eins machen muss. Und dann habe ich mir so gedacht, geht ja nicht. Ja. Also es hat einen coolen Vibe. Das hat so eine komische Rötung in der Vignette drin. Keine Ahnung, was da passiert ist. Ich bin mit ihrer Positionierung im Bild bin ich sehr zufrieden. Also auf dem Strich und so, das finde ich cool. Irgendwie hatte ich in Erinnerung, dass ich sie zu weit rechts geframed habe, aber sie ist ja gut mittig. Also ich finde es cool. Also ich habe es mir gar nicht so vorgestellt, wie es jetzt aussieht, aber ich finde es cool. Das an der Seite sind übrigens Light Leaks, also da ist der Film schon an der Stelle belichtet worden. Aber es ist ein geiler, also die Light Leaks in dem Moment sehen sehr geil aus. Habe ich toll gemacht mit meiner Unfähigkeit. Das hat mich so ein bisschen an Game of Thrones erinnert, muss ich ganz ehrlich sagen. Also der Grund, warum ich das Foto gemacht habe, ist, weil er einfach also dieser Baum hat so eine richtig typische Baumform. Also der sieht so aus wie so ein gezeichneter Baum. Das ist so ein Strich und dann halt so, aber so perfekt. Ist Kunst, ist ein bisschen schräg. Schade. Wäre es jetzt noch der Horizont, wäre der Horizont gerade, fände ich es cooler. Inzwischen habe ich auch die Sicherheit gewonnen, dass die Bilder richtig belichtet sind. Das freut mich schon gar nicht mehr. Ich wäre jetzt enttäuscht, wenn es nicht mehr so passieren würde, weil ich habe am Ende immer nur noch gleich belichtet. Wobei hier habe ich wieder ein bisschen mehr belichtet, weil da wurde es dunkler. Die nächsten Bilder werden dunkler. Kacke. Well. Also allein dadurch, dass ich mit so einem Spot-Belichtungsmessding da irgendwo hingehalten habe, war das mehr so ein grobes Schätzen, in welche Richtung die Belichtung gehen müsste. Und da hat man ja den großen Vorteil, dass der Film dann einen Dynamikumfang hat, der ein paar Fehler verzeiht. Und wenn ich jetzt doch ein bisschen öfter fotografieren würde, dann weiß ich auch irgendwann aus dem Gefühl raus, was ich für was nehmen kann. Oder kann auch kreative Entscheidungen mit Belichtung machen und nicht nur gucken, dass es richtig ist. Aber ich bin inzwischen, also ich würde jetzt mal mit völliger Selbstsicherheit sagen, dass ich absolut perfekt belichtet habe, alle einzelnen Bilder. Also ich hätte gerne typisches Mittelformat-Porträt gemacht. Also die Person steht da so und dann ist da so, da genau wo sie steht, ist scharf und der Rest nicht. Explizit darauf geachtet, dass du dein Bild ohne deine Sucherlupe framest oder denkst du, dass die Sucherlupe vielleicht oder hast du gar nicht bedacht, dass deine Sucherlupe eventuell auch dein Framing beeinträchtigen könnte? Ich habe überhaupt nicht dran gedacht, dass meine Sucherlupe eventuell das Framing beeinträchtigen könnte. Ich glaube, es ist scharf. Es ist scharf genug. Es ist nicht perfekt scharf, aber man erkennt, dass Yannick drauf ist. Und er steht nicht mittig. Also er steht schon mittig, aber nicht mittig. Ah. Das ist voll clever, was Yannick mit der Lupe gesagt hat. Der hat sich Gedanken gemacht. Ich finde das Bild trotzdem geil. Also da ist schon deutlich viel, also man hat diese Freistellung, aber man sieht gleichzeitig noch so viel. Es wirkt irgendwie nicht echt. Es wirkt so ein bisschen wie so ein Miniatur-Yannick. Und das ist das, was ich unbedingt sehen wollte und was ich gesehen habe und was ich jetzt sehe. Yannick ist vielleicht ein bisschen weit weg von der Kamera, um es als typisches Porträt zu bezeichnen. Aber das ist das, was ich cool fand. Vielleicht habe ich mich vorher noch nur falsch ausgedrückt. Vielleicht, also es wäre, glaube ich, noch ein bisschen cooler gewesen, wenn er noch dichter dran wäre. Das werde ich mir an die Wand hängen. Neben das andere, nicht neben das andere Bild, da ist kein Platz. Aber ich werde es mir auch an die Wand hängen. Jetzt, wo ich mir die Bilder nochmal so durchgucke, es gibt Momente, wo ich sagen muss, wie zum Beispiel bei dem Bild, was vom Framing her richtig kacke ist, aber ich finde die Farben richtig geil. Also da muss ich sagen, der günstige Film hat mich farbmäßig in manchen Lichtsituationen sehr überzeugt. Das Bild vom Brandenburger Tor oder das vom Reichstagsgebäude, da dachte ich mir so,
Naja, die Farben weiß ich nicht. Kann auch daran liegen, dass ich kacke belichtet habe. Also, und das deswegen so farblich anders aussieht. Aber prinzipiell habe ich sehr viel Lust, noch mit anderen Farben rumzuprobieren. Und noch mehr Geld für Filme auszugeben. Andere Filme kosten ja dann doch schon deutlich mehr Geld. Man könnte sich jetzt natürlich denken, da ist dann noch mehr Hemmschwelle da. Aber jetzt dadurch, dass ich halt einfach fotografiert habe und gemerkt habe, dass es mir Spaß macht, ist es halt, also ich kaufe keine Bilder, ich kaufe eine Erfahrung und dann macht es das eigentlich nicht mehr so viel aus. Also ich würde sagen, geht raus und fotografiert analog. Einfach, wenn ihr Bock habt zu fotografieren. Also es ist eine Sache, analoge Fotografie ist was man nicht macht, weil man geile Bilder haben möchte, sondern da kommen halt auch geile Bilder bei rum, aber man macht das, weil man Spaß am Fotografieren hat. Und das ist eine ganz andere Art, Fotografieren wirklich zu erleben. Ich bin nicht rausgegangen mit der Intention, coole Bilder zu fotografieren, sondern ich bin rausgegangen, um zu fotografieren. Das Fotografieren war das ganze Ziel des Tages. Und am Ende des Tages war ich glücklich, weil ich fotografiert habe und nicht, weil ich coole Bilder gemacht habe. Und das war, glaube ich, so ein ganz cooler Wechsel, der mal in den Alltag reingekommen ist.